Hallo ihr Lieben, ich bin Adel der Reisende und ich bin mit meinem Camper unterwegs, auf Kreta aktuell. Und ich genieße hier den Winter bei 20 Grad Sonnenschein. Super mild heute, etwas windiger wohl, aber jetzt langsam kommt wieder, sag ich mal, kommen die höheren Temperaturen. Ich habe heute Nacht sogar mit offenem Fenster geschlafen. Ja, ich zeige euch mal, was ich so frühstücke. Das ist heute mal was Deftigeres. Gebratene Kartoffeln mit Zwiebel und Paprika und frischen grünen Salat. Und das ist jetzt mein Blick. Das ist also mein Reich, das ich mit meinen Hunden hier teile. Der Buddy, dem gefällt sie ganz gut. Und der Gordy, der liegt hier unterm Tisch bei mir. Ja, worüber möchte ich heute reden? Ich habe gestern eigentlich schon ein Video gedreht. Es hat leider nicht geklappt. Der Ton war auf einmal weg und ich konnte es dann nicht verwenden. Sollte einfach nicht sein. Ich möchte heute einen neuen Start wagen. Und zwar was möchte ich machen? Also genau, das Thema ist Spiel des Lebens. Wie ich darauf komme, dass wir in einem simulierten Spiel als Avatare hier agieren und wie dir das auch helfen kann, mit dieser Erkenntnis das Leben einfach etwas entspannter zu nehmen, spielerisch halt. Und mehr Verständnis zu haben auch über die anderen Menschen, die ihre Rolle spielen hier im Spiel. Ja. Aber erstmal frühstücke ich und dann laufe ich mit euch rum. Und laufe hier die Küste entlang, Strand, und zeige euch ein bisschen was von der Umgebung. So, ich gehe jetzt mal hier weg. Ich bin langsam zu voll. Sind mehr Autos noch gekommen. Die Griechen haben heute frei. Das ist Karneval. Und die machen irgendwie hier Familienfest. Oh Gott, ich bin Menschen gar nicht mehr gewohnt, muss ich sagen. Aber die sind alle sehr nett. Aber ich werde mich, denke ich, hier verdünnisieren langsam. Ich gehe jetzt erstmal hier weg von dem Platz. Und ja, dann fange ich mal an zu erzählen, was so in meinem Kopf abgeht. Und ich habe es ja schon angedeutet. Die Matrix. Wir kennen das Wort eigentlich aus dem Film Die Matrix. Ja, die Filme zeigen uns ja mal einen Teil der Wahrheit sogar. Mittlerweile haben das schon viele erkannt. Manche, die sehen das halt noch nicht, aber ist auch okay. Ich kann mal ein paar Filme nennen, die das uns zeigen. Zum Beispiel Avatar. Oder da gab es auch noch einen Film Surrogate mit Bruce Willis. Da liegen die Menschen dann da in ihren Wohnungen und steuern einen Klon, quasi einen Bioroboter. Und so ist das ja auch bei Avatar. Und nur dass da, ja, irgendwo reingetreten. Ja, auf jeden Fall müssen wir müssen gar nichts. Es wird uns schon eine bestimmte Realität gezeigt durch diese Filme. Allerdings, was dahinter ist nicht, entspricht nicht meiner Wahrheit oder unserer Wahrheit.
Also, bei Matrix ist das ja so dann ganz dunkel. Also, dass man am liebsten nicht aus der Matrix gehen möchte. So ist es nicht. Es ist auf jeden Fall lichtvoll, was hinter der Matrix ist. Allerdings, die Matrix ist ja eine Simulation oder Animation. Und was dahinter ist, ist eigentlich auch eine Simulation. Es ist eigentlich verschachtelt. Eine Simulation in der Simulation, in der Simulation, wahrscheinlich über mehrere Dimensionen. So stelle ich mir das zumindest vor. Nur, warum komme ich darauf? Oder was bestätigt mir dieser Ansatz? Einmal die Filme, klar, die haben uns oder mich auch da so ein bisschen drauf gebracht. Dann, was war noch? Die Filme. Und dann habe ich mal darüber gelesen, klar. Und dann habe ich festgestellt, ich habe ein Interview von dem Erfinder oder den Antreiber der Animationsfilme gehört. Und der hat erklärt, dass das erst so richtig abgegangen ist mit den Animationsfilmen, als er erkannt hat, dass man die Programmierung so vereinfachen kann, dass man weniger Rechenleistung braucht, sonst wäre es komplett unmöglich fast mit unseren Mitteln, einen Animationsfilm ordentlich zu machen, durch Fraktale. Fraktale bilden sich unmittelbar, sage ich mal, bevor es ist nichts festgelegt, weißt du? Ist schwer zu erklären. Fraktale sind Bäume, Steine, alles. Also die Natur ist ja fraktal aufgebaut. Das ist alles fraktal. Und die Muster wiederholen sich. Er hat dann für eine Werbung von einer Airline das Flugzeug von außen fliegen lassen über Berge. Die Berge wurden dann nach und nach aufgebaut. Ja, wo gehe ich denn hier lang? Okay. Ja, und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in einer Simulation oder Animation leben. Autsch. Ja, ich habe auch noch andere Bestätigungen erhalten. Wenn man bestimmte Substanzen zu sich nimmt, dann sieht man das auch. Also die Wahrnehmung ist dann ja geöffnet und dann erkennt man, dass das alles ein bisschen anders ist. Und dann blickt man schon ein bisschen da raus. Also hat man eine andere Perspektive, sage ich mal. Heute ist es ganz schön warm, muss ich sagen. Also sehr mild und diese Nacht wird sogar 17 Grad. Also von mir aus, so kann es immer sein. Also ich muss es nicht unbedingt viel wärmer haben, aber es wird hier auch wärmer. Jedenfalls was bringt einem das? Wir spielen hier ein Spiel. Ne? Unsere Spiele zeigen uns das ja schon. Ich zeig mal, wo ich hier bin. Es leuchtet heute nicht so schön, weil es ein bisschen diesig ist. Der Gordi läuft schon zum Wasser. Hier sind auch schon ein paar Leute. Ich habe gehofft, dass ich hier nackt baden kann. Naja. Egal. Ich laufe mal weiter. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich irgendwo anders hinfahren, weil ich kann das nicht haben. Ich möchte lieber frei laufen mit meinen Hunden, nicht unbedingt an alleine lassen, nicht darauf achten, dass sie zu den Leuten laufen und betteln. Aber der Buddy ist hier, der Buddy ist ganz brav bei mir, der Gordi, der geht immer ein bisschen weiter weg. Mal der, mal der. Ach ja.
Also wir spielen ja das Spiel unseres Lebens und wir haben uns das halt selber rausgesucht als Seele. Wir haben uns die Matrix selbst quasi ausgesucht, die 3D-Matrix. Es ist nichts Schlechtes, es ist nichts, wir sind da nicht drin gefangen. Wir sind jetzt in einem Wandel, wo wir sogar die Möglichkeit haben, aus dieser 3D-Matrix rauszukommen, quasi aufzusteigen in die 5. Dimension. Und das ist auch eine Matrix. Also wir sind nicht gefangen, ne? Also das ist nichts Negatives, es ist einfach ein Spiel. Es gibt dann, für eine Seele zum Beispiel gibt es kein Gut oder Böse. Wenn du hier aber agierst, dann ist das für dich ja ein psychopathisches Spiel, kann man so fast sagen, je nachdem, was für ein Spiel du spielst. Aber für die Seele gibt es da keine Dualität, es gibt, das ist neutral. Also die sagen sich, ja okay, heute spielen wir dieses Spiel. Ach mein Gott, ey, ich habe ja hier so ein Ding in der Hand, das eigentlich ausgleichen soll, die Vibration vom Gehen, aber es spinnt ein bisschen, deshalb wackelt das ein bisschen hin und her manchmal. Ja, jetzt geht's aber. Also der Wind hat irgendwie nachgelassen, auch hier, mega. Aber hier kommen jetzt auch mehr Leute. Oh. Naja, gehen wir mal weiter. Nicht schlimm. Das Spiel des Lebens. Wir haben uns das ausgesucht, um in diesem Körper, also eine körperliche Erfahrung zu machen. Wie Avatar. Der Körper ist ein Avatar der Seele. Der Körper ist die Hülle unseres Seins. Wir sind nicht der Körper, wir sind das, was das steuert quasi. Man kann es Bewusstsein nennen, man kann es Seele nennen, höheres Selbst. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen höherer Seele und höheres Selbst und Seele ist. Oder Geist und Seele ist für mich alles das Gleiche. Also, wir müssen gar nichts. Wir lernen hier zu Bewusstsein zu kommen. Das ist jetzt das aktuelle Spiel, was wir hier spielen. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Das ist der Sinn dieses Lebens. Auch dahin Erfahrungen zu sammeln. Und zwar diese Erfahrungen, dass das alles ein Spiel ist. Ja, jetzt wackelt wieder mein Ding. Ja, okay. Was soll ich noch sagen? Wir spielen hier alle eine Rolle. Vater, Mutter, Kind, Rolle in der Familie. Auf der Arbeit spielen wir eine andere Rolle. Dann bist du der Mitarbeiter oder der Boss oder der Kollege. Oder in der Partnerschaft bist du der Freund oder die Freundin oder Mann und Frau. Oder es gibt so viele verschiedene Rollen, in die wir schlüpfen. Und das ist quasi wie in einem Computerspiel ein Rollenspiel. Und dann gibt es auch ein paar Bots, die die Statisten in deinem Spiel spielen. Und da sehe ich auch einige, die einfach halt in meinem Spiel dabei sind, um mich zu triggern, um mich herauszufordern, um mir in meiner Entwicklung weiterzuhelfen. Und dafür darf ich ja dankbar sein, ne? Weil wir haben uns das ja als Seelen, ich weiß nicht, ob die Bots auch Seelen haben, aber es gibt auch Menschen halt, die Seelen haben. Und wir haben uns das ausgesucht. Ach du Scheiße. Boah, okay. Der Strand ist ziemlich voll. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir bleiben jetzt hier in der Ecke.
Wow, okay, ist Karneval. Naja, ähm, wir haben uns also das Spiel in Absprache miteinander ausgesucht. Heute spiele ich mal den Vater und du bist der Großvater und du bist das Kind, okay? So wie so eine kleine Gruppe. Und ja, und dann so und so. Und dann ist dann Game Over. Dann sind alle irgendwann mal tot. Und dann spielen sie eine andere Rolle. Okay, komm, heute spiele ich mal den und den und ich möchte diese Erfahrung sammeln. Und es kann auch so weit kommen, dass man sagt, ja okay, ich sterbe jetzt als Kind, um dir dann zu helfen, zu Bewusstsein zu kommen und achtsamer durchs Leben zu gehen, um zu zeigen, das Leben ist ein bisschen kürzer als du denkst und besteht nicht nur aus Arbeiten und oder was auch immer. Ne? Dieses Beispiel habe ich ja im letzten Video gebracht. Unser Seelenplan kann verschiedene, wie sagt man, Geschichten anbieten. Ja, ich setze mich, glaube ich, mal hier hin. Der Gordi kühlt sich schon ab. Ich glaube, ich kühle mich auch ganz kurz ab. Okay, dann erzähle ich mal weiter. Oh. Also, jetzt habe ich einen klareren Kopf, weil irgendwie ist heute die Energie so extrem, dass ich mich so eingeengt fühle im Kopf. Und dann fließen die Gedanken nicht. Oh. Naja. Also ich habe jetzt lange genug erläutert, warum ich denke, das ist ein simuliertes Spiel hier. Was kann diese Erkenntnis einem bringen? Die Erkenntnis bringt uns oder mir, ich kann ja nur von mir reden, dass man das Leben einfach etwas spielerischer ansieht, ein bisschen lockerer, auch ein bisschen mehr Risiko eingeht, als wenn du ein Computerspiel spielst. Natürlich musst du auf deinen Körper achten, auf deine Gesundheit und nicht wie im Autorennspiel einfach mal gegen die Wand fahren, sondern wir müssen uns selber achtsam behandeln, unseren Körper. Das ist der Tempel unserer Seele. Wir müssen den gesund und fit halten, weil wenn da Blockaden drin sind, dann fließt auch unsere Energie nicht im Körper und dann funktioniert halt der Avatar nicht so gut und dann hast du auch nicht diese Anbindung zu deiner Seele und kannst auch nicht so geführt werden. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich um deinen Körper so gut wie möglich kümmerst. Das heißt, also für mich, raus aus Elektrosmog, so weit wie möglich, rein in die Natur. Nur noch lebendige Nahrung, nicht dieses verarbeitete Zeug, was uns im Lebensmittelladen verkauft wird. 90% davon ist einfach unnatürlich, also natürliches Essen. Dann hochschwingende Nahrung, habe ich ja schon in ein paar Videos erzählt, basische Ernährung. Dann gutes Wasser trinken. Leider komme ich nicht so an Quellwasser. Daher informiere ich mein Wasser.
energetisiere das Wasser. Vor allem füge ich Salze hinzu, weil das sind Kristalle, das sind Bausteine des Lebens. Du kannst dir das vorstellen wie bei einer Batterie, die braucht auch Salz. Ein Roboter braucht, also Salz ist quasi ein Informationsträger, der Informationen auch weiterleiten kann. Salziges Wasser ist leitfähiger. Deshalb funktionieren dann auch die Synapsen besser innerhalb des Körpers, wenn man gute Salze zu sich nimmt, nicht diese Salze, die teilweise bei uns in Lebensmittelmärkten verkauft wird, die total verarbeitet sind und jodiert oder was auch immer, sondern ganz natürlich, so wie es abgebaut werden kann. Ja, das Himalaya-Salz zum Beispiel oder so. Ja, ich füge jeden Morgen zum Beispiel auf Glas Wasser einen Teelöffel aufgelöstes Kristallsalz. Was ist das für ein Salz? So ein rosa Salz. Dann habe ich so Steine, die löse ich dann über Nacht auf, sodass immer noch Brocken übrig bleiben, sodass es gesättigt ist. Und dann nehme ich einen Teelöffel davon und tue das morgens auf ein Glas Wasser mischen und trinke das auf nüchternen Magen jeden Morgen, bevor ich frühstücke, eine halbe Stunde vorher. Ich frühstücke meistens die ersten 2 Stunden sowieso nicht. Dann, ihr habt ja gesehen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Dann habe ich auch nachher richtig gut Hunger. Dann esse ich auch gerne auch so deftiges Essen. Man muss nicht immer süß essen. Also besser als so ein Käsebrötchen oder ja. Naja, es hat auf jeden Fall mehr Vitamine oder Nahrung, Spurenelemente oder was auch immer, Mineralien. Jedenfalls, Körper, wir machen ja eine körperliche Erfahrung, deshalb müssen wir uns um den Körper auch bestmöglichst kümmern. Und wenn du dich gut um deinen Körper kümmerst, hast du die bessere Anbindung. Also Körper, Geist und Seele, sagt man ja immer, ist eine Trinität, die gehört zusammen. Deshalb, du musst dich um jedes Einzelne natürlich kümmern, aber den Körper darfst du nicht dabei missachten. Wir dürfen dankbar sein für den Körper, den wir haben, denn wir können spüren, wir können die Wärme erfahren, wir können tasten, wir können alle Sinne nutzen mit diesem Körper. Diese sinnliche Erfahrung, die hat die Seele ja nicht ohne Körper. Ja. Ja, in diesem Spiel des Lebens kann es natürlich auch ziemlich bergab gehen. Dann fragst du dich, warum passiert das? Warum kann der liebe Gott das zulassen? Der liebe Gott ist eigentlich in uns. Wir haben es uns ausgesucht als göttliche Wesen, diese Erfahrung zu machen. Weil für uns gibt es kein Gut oder Böse als Seele. Das ist nur hier in dieser 3D-Matrix. Wenn wir später in 5D aufgestiegen sind, sagt man, na, da gibt es eigentlich gar keine Dualität mehr. Ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen, weil gerade wenn ich erfahre, was schlecht ist, freue ich mich auf das Gute. Ich kann das hier nur genießen, weil ich vorher was anderes erlebt habe. Und deshalb habt ihr ja auch, wenn ihr euch das hier anschaut, diese Sehnsucht danach. Ja, und das treibt uns ja im Leben auch an, diese Dualität. Wenn es nichts Negatives gäbe, kein Schmerz, keine Verletztheit, dann würden wir ja nicht uns angetrieben fühlen und zu verändern. Aber darum geht es ja gerade im Leben, sich zu verändern. Wenn ich jetzt immer das gleiche Spiel spiele, sage ich mal jeden Tag, also ich stelle mir vor, jetzt ich spiele jetzt ein Computerspiel
und ich gehe zum Büro, habe da ein paar Aufgaben zu bewältigen. Danach komme ich nach Hause, fahre wieder durch den Verkehr, stehe im Stau, muss mich noch mit ein paar anderen Leuten auseinandersetzen, die da rumhupen oder einen den Weg schneiden. Dann bist du zu Hause, bist müde, setzt dich vom Fernseher, schaltest Fernseher ein, guckst Fußball oder irgendeine Doku-Soap oder irgend so ein Kram. Schaust dir die Nachrichten an, wonach du dich richten sollst. Ja, oder was gibt es auch noch? Das Fernsehen ist ja auch eine Vision, ne? Television. Wir leben einfach in einer Vision, in einer Illusion. Das Fernsehen ist ja die Illusion in der Illusion. Jedenfalls fängst du am nächsten Tag genau das gleiche Spiel wieder an und das machst du dann 40 Jahre bis zur Rente. Das ist aber ein langweiliges Spiel. Also ich hatte mir das nicht ausgesucht, deshalb habe ich früher aufgehört zu arbeiten und möchte auch nicht mehr arbeiten. Oder zumindest nichts machen, was ich als Arbeit ansehe. Und im Computerspiel möchte ich auch eine andere Rolle spielen oder eine andere Karte spielen oder in einem anderen Land sein oder mal da oder mal hier. Und deshalb reise ich. Für mich passt diese Veränderung im Leben jetzt aktuell so gut, denn diese Veränderung, die fordert und fördert mich in meiner Entwicklung, innen sowie außen, innere Reise und äußere Reise. Ja, ich gehe jetzt mal langsam wieder zurück. Ich muss mal die Kamera wechseln. Ja, da bin ich wieder. Meine Hunde haben sich auch schon wieder hingelegt. Die sind so brav, ey, die zwei, die sind so lieb. Die besten Kumpels, die ich haben kann. Aber ich werde hier jetzt verschwinden, denke ich. Zeit zu gehen. Es gibt noch ein paar andere schönere Plätze, sage ich mal, die ein bisschen weiter weg sind von der Zivilisation. Naja, ich muss auch damit klarkommen. Aber ich bin ja dabei, mich aus dieser 3D-Matrix zu lösen. Und dann, leider sind noch sehr viele halt da drin behaftet und ich möchte mich nicht damit umgeben. Also nicht so sehr. Deshalb bin ich im Moment sehr viel auch alleine und genieße das sehr. Weil da komme ich zu diesen Erkenntnissen und auch zu meinem wahren Selbst, zu meiner inneren Wahrheit, die ich halt mit euch hier teilen möchte. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Also gestern, als ich das Video schon mal gedreht habe, fiel mir viel mehr ein. Ja, ich kann versuchen, also ich möchte ja Mut machen mit diesen Geschichten. Ne? Wenn du jetzt in einer misslichen Lage dich befindest oder jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade passiert mit dem Weltgeschehen, ne? Krieg hier, Krieg da oder Pandemie hier, Virus da oder was auch immer. Dieses Spielfeld haben wir uns selber ausgesucht, um uns weiterzuentwickeln bzw. zum Bewusstsein zu kommen. Dieses Bewusstwerden, dass das alles inszeniert ist. Man kann schon sagen, das ist inszeniert wie ein Film, damit wir zu Bewusstsein kommen. Sieh die Politiker als ein Schauspieler, also sind Schauspieler, an, die ihre Rolle einfach spielen, damit wir aufwachen. Das ist doch schon vorbestimmt. Das ist auf jeden Fall schon eine Vorbestimmung in unserem Leben, was wir alle gemeinsam haben. Und dann gilt es, sich dementsprechend zu verändern, sich ja,
nach seiner inneren Wahrheit sich zu richten. Was man nicht mehr will, weiß man dann. Und dann gehst du einen Schritt näher zu dem, was du willst. Also das heißt nicht, dass jeder hier das Gleiche machen muss, was ich mache. Ja? Ich bin nur ein Beispiel. Ich gehe meinen Weg individuell, wie es nach meinem Seelenplan ist. Und andere, die haben halt einen anderen Seelenplan. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass alle hier nach Kreta kommen. Ne? Aber ein paar können gerne kommen. Ich lerne auch gerne ein paar Leute kennen. Aber ich lerne auch hier genug Leute kennen, wenn ich möchte. So ist es nicht. Jedenfalls freut es mich auf jeden Fall, ja, Kontakt auch mit meinen Abonnenten oder Follower, oder wie man das nennt. Ich nenne euch Brüder und Schwester. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Es gibt einen Sinn, warum ihr euch das hier jetzt anschaut. Ja? Das war wieder kein Zufall. Wie ich jetzt im letzten Video erzählt habe, gibt ja keine Zufälle. Es hat alles einen höheren Sinn. Und ja, mit diesem Abschlusswort werde ich jetzt aufhören, weil mir fällt nichts mehr ein. Ich kann noch weiter labern, aber es fällt mir einfach nichts mehr ein. Vielleicht kommt gleich noch mal eine Idee. Also so sieht es jetzt hier an diesem Strand aus. Überall Autos und Menschen. Ja, so fahre ich jetzt mal weiter. Zum nächsten Platz und ich hoffe, da ist weniger los. Also hier der Strand ist extrem. Da war ich die letzten Tage komplett alleine. Ja, 300 Meter weiter ist dieser wundervolle Sandstrand. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich immer an einem Fleck tummeln müssen. Ist jetzt natürlich auch nichts Besonderes, aber naja. Ja, und das ist auch völlig normal, dass hier so die Schafe einfach mal auf der Straße rumstehen oder den Weg kreuzen. Der Buddy findet das auch sehr spannend. Ja, hier blüht ein Mandelbaum. So sieht das aus.